Hallo Leute, heute werde ich mit euch in 4 verschiedenen Sprachen sprechen. Bonjour à tous, je suis Sophie. La première langue est la langue française. Maintenant, je vais me présenter pour que vous me connaissiez mieux. Je suis née au Chili, je suis médecin. J'ai appris la langue française à 21 ans. J'utilise le français pour parler avec certains de mes patients qui viennent d'Haïti. Parce qu'ici au Chili, nous avons beaucoup d'immigration. J'ai fait un cours dans mon université pendant 10 mois et je ne l'étudiais pas plus. Je crois que mon niveau est A1, A2, je ne sais pas. So, the second language of all is English, in which I'm a bit stronger since I have learned it from school. But the problem is that the level at my school was not so high, so I decided to join into a school program and took extra courses at the Chilean British Institute of Culture. And I finished the program when I was 16 years old. And the problem is that I didn't really study it again until I got into university and I realized how important it is to have a certificate. So I decided to take the first certificate of English in Cambridge, but the problem is that I didn't really prepare myself for it. I just thought, okay, I can easily speak with natives, so I will just go and do it. Obviously, it didn't go very well. So I was just 3 points away from my C1 level and I'm just a bit too. Some people have told me that I have a weird accent, which I completely agree with. The problem is that in my school they used to teach American English and I took some extra courses at the Chilean British Institute of Culture, so I can completely understand that I have an awkward accent. I don't know what you think about it, but you can write down here in the comments. Die dritte Sprache ist Deutsch. Deutsche Sprache, schon eine Sprache, ne? Ich möchte zuerst klarstellen, dass ich nicht an einer deutschen Schule gegangen bin, sondern an einer katholischen Schule. Und dass ich mit 25 Jahren alt Kontakt mit der Sprache gehabt habe. Als ich an der Universität Medizin studiert habe, habe ich mit 18 anderen Menschen in einer WG gewohnt. 18 anderen Menschen. Und das habe ich bemerkt, dass die deutsche Kultur gibt. Ich denke, dass die deutsche Sprache sehr, sehr kompliziert zu lernen ist, aber auch sehr praktisch. Die Wahrheit ist, dass ich in die Sprache verliebt bin und mir die Aussprache sehr gefällt. Ich habe vor einem Jahr angefangen, die deutsche Sprache zu lernen. Ich habe nicht einen Kurs besucht. Oh ja, ich habe einen Kurs besucht, aber nur für 4 Tage und ich bin nicht weitergegangen. Ich lerne lieber von zu Hause aus. Ich im Moment weiß, dass ich viele Grammatikfehler mache, aber ich möchte jeden Tag weiterlernen, um ein C1-Niveau zu erreichen. El último idioma es obviamente el español, que es mi lengua materna y realmente doy gracias porque es mi lengua materna, ya que es muy complicado de aprender, considerando la cantidad de conjugaciones, acentos, modismos y cambios dependiendo del lugar donde se habla. El mensaje que les quiero transmitir ahora es que si se dan cuenta, la mayoría de los idiomas que yo hablo los aprendí ya sea como adolescente o como adulto. Eso nos da una tremenda responsabilidad, ya que solamente nacemos con un 25 a 30% de nuestras capacidades y todo lo demás nosotros lo vamos haciendo con el tiempo. El aprender se transforma en un verbo, quiere decir que tú tienes que hacer, ¿ya? No solamente pensar, sino hacer, tomar acción, y esta es una invitación a que te suscribas a este canal porque aquí yo les voy a empezar a dar un par de tips para poder potenciarnos al máximo.